Freunde, willkommen auf Samos! Gemeinsam mit meinem neu gewonnenen Freund Georgos erobere ich heute Samos. Wir bezwingen unbekannte Kletterrouten, stoßen auf ungewöhnliche Kulturschätze und genießen Panoramen, die bislang nur in meinen kühnsten Träumen existierten. Guten Morgen aus Samos. Wir sind heute hier angekommen. Wir wollen so viel wie möglich natürlich erleben, guten Kaffee ausprobieren, verlassene Dörfer sehen, sportliche Aktivitäten und was alles Samos noch so bietet. Diese Empfehlung habe ich übrigens bekommen von zu Hause. Café Fredo, das ist so ein Ding hier. Es gibt Café Fredo Cappuccino und Café Fredo Espresso. Auf der Suche nach coolen Aktivitäten hat es mich auf den Hafen von Pythagora verschlagen. Guck mal, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Der erste Blick auf den Hafen, was sieht man? Natürlich ein Schweizer Kreuz. In einem Lokal habe ich einen Restaurantbetreiber kennengelernt, der mir bei der Suche helfen konnte. So, der Restaurantmanager hat mir soeben eine Nummer gegeben von einem, ja, man kann sagen, Tourguide von hier aus der Insel. Wir treffen uns genau hier unter dem Satz des Pythagoras. Samos ist übrigens die Insel, von der der berühmte Mathematiker Pythagoras stammt. Hi. Georgios? Georgios, yeah, the most typical Greek name. Nice to meet you, I'm Loris. Nice to meet you. I already heard that you're the perfect island guide. I'm not sure if I'm the perfect one, but we will Let's see figure it out, eh? perfect places around. And what kind of outdoor adventures can you recommend? We run a lot of hiking tours. And also climbing, I heard. Climbing, klettern. Klettern, Huh? yeah. Yeah. Let's go for it, I'm hyped. And as you see, the cameras are with us. Where? Is that alright? Ah, okay. Für mich geht es jetzt aber erstmal zum Klettern. Ich habe richtig Lust drauf. Noch schnell ein leckeres Eis, in sportliche Klamotten schlüpfen und dann geht's mit Georgos legendären Pickup entlang der traumhaften Küste zu den Felsen. Ja, kurzer Stopp auf dem Weg zum Klettern bei einem unfassbar tollen Aussichtspunkt. Schaut euch diese Landschaft an. Also schöner geht es kaum, oder? Die Kirche ist gebaut wie ein Segelboot. Das sieht man direkt an der Form an. Bevor es losgehen kann, gibt es aber natürlich noch eine Einweisung in die Ausrüstung. Safety first. So, jetzt erstmal wird das Equipment montiert und er meinte schon, der Helm wird bei mir das Wichtigste sein. Glaube ich auch, ich habe es noch nie so gemacht, deswegen, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Vor allem, wenn man die Wand so sieht. Ja, Georgos fand es übrigens ziemlich witzig. Er konnte kaum glauben, dass er heute zum ersten Mal einen Schweizer trifft, der noch nie geklettert ist. Give 2 turns. Aber mal im Ernst, die Einführung war top und man merkt sofort, dass Georgos weiß, was er da tut. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Wir checken das jetzt einfach mal aus. Try to read the rock. Und los geht's. Ich gebe zu, am Anfang haben mir ordentliche Knie gezittert und die Route war auch nicht gerade ein Spaziergang. Aber ich wollte eine Challenge und die habe ich offensichtlich bekommen. Mein Leben ist jetzt in seinen Händen. Aber kurz durchatmen. Magnesium, was ich nicht habe. Und weiter geht's. So, komm jetzt, Mann. Du schaffst das. Ein Step. Yes! Nochmal ordentlich Energie tanken. Nochmal Luft holen. Jawohl. Ich bin ganz oben angekommen. Mit der Aussicht. We made it. We made it. Das ist das Schönste. Das ist das Schönste von allem. Für die Experten, das war Top Rope und eine 5C Plus Route. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob das als erste Route eine gute Idee war. Das war amazing. Ich weiß, wahrscheinlich ganz viele, die jetzt das geschaut haben, denken sich so, ja, das ist eine easy Wand. Aber ja, es war das erste Mal. Deswegen bin ich sehr stolz. Ich dachte, es ist eigentlich für die Hände oder für die Finger wird sehr, sehr anstrengend. Aber die Füße, die schmerzen unfassbar. Weil man ist ja nie so drin, man ist immer so angewinkelt. Ich kann die gar nicht ausziehen. Das Klettern hat richtig Spaß gemacht, das werde ich auf jeden Fall bald wiederholen. Wir wollen heute aber noch weiter hoch und den Sonnenuntergang aus über 1000 Metern erleben. Auf dem Weg zum Kavunis, einem der höchsten Gipfel der Insel, fällt sofort auf, wie unfassbar grün Samos ist. Einfach wunderschön. Unterwegs zeigt mir Georgos noch einen echten Schatz. Den wahrscheinlich ältesten Olivenbaum der Insel. What did you mention? How old it is?
The people, they say that is more than 2000. More than 2000 years. Wer weiß, vielleicht ist das sogar Pythagoras hier und hat über das Leben philosophiert. Apropos Pythagoras, wir haben noch eine kleine Töpferei besucht. Hier wird in Handarbeit der berühmte Pythagoras-Becher hergestellt. Ein Becher mit einer kleinen Lektion. Wer zu gierig ist und zu viel einschenkt, sorgt dafür, dass die Flüssigkeit durch ein verstecktes Loch im Inneren ausläuft. Sobald es drüber geht, zieht das Wasser hier unten raus. It happened this thing. Also, das ist der Pythagoras Cup. Aber gut merken. Jetzt aber schnell weiter. Die Sonne geht langsam unter und wir wollen noch höher hinauf. Und ganz ehrlich, so eine entspannte Jeepfahrt nach dem Klettern ist auch nicht zu verachten. Wir sind oben angekommen. 1150 Meter über Meer. Das ist unfassbar hoch. Man merkt es auch, die Temperaturen sind ein bisschen kühler. Es ist sehr, sehr windig. Man merkt auch, die Bäume sind weg. Es sind auch schon die Alpine Desert Zone. Vor einer Woche lag hier oben noch Schnee. Ich konnte das gar nicht glauben, aber stimmt tatsächlich. Ich habe sogar Bilder gesehen. This is a really special place. You mentioned before in the car that you spend one time per week up here. Almost one time per week. Even the people from Swiss, they are used to the mountains, but the contrast of mountain with the sea, I think it's something unique for all. Yeah. Absolutely. Thanks so much for everything. Ja Leute, unbedingt auf jeden Fall den Link auch unten abchecken. Der Mann, der weiß, wovon er spricht und wo er uns natürlich hinführt. Ja, mit diesem mystischen Sonnenuntergang neigt sich der erste Tag auf Samos zu Ende. Um weitere solche Highlights nicht zu verpassen, Leute, müsst ihr jetzt unbedingt diesen Account abonnieren. Großes Dankeschön geht an Edelweiss raus. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Tag, was auch immer für Zeit bei euch ist. Peace out.